Die Wehrpflicht sollte auch für Frauen eingeführt werden. Die Wehrpflicht sollte in Österreich generell abgeschafft werden, weil es einfach nicht notwendig ist. Wir sind neutral, wir brauchen keine Wehrpflicht, das ist absoluter Schwachsinn. Und für Katastrophenschutz und so weiter reicht, glaube ich, mehr oder weniger die Anzahl der Männer, quasi, die wehrpflichtig sind. Ich finde das in der Hinsicht, sage ich jetzt einmal, schon ein bisschen unfair diskriminierend, dass man zum Beispiel jetzt nur sagt, okay, die Männer müssen was machen und die Frauen nicht. Der Präsenzdienst könnte wirklich jeder leisten. Nur muss ich dann wirklich ein breites Spektrum haben, wo ich sage, da kann man wirklich breit wählen und was Sinnvolles machen. Ich gebe es ungern zu, aber ich war beim Bundesheer. Also dieser Präsenzdienst, ich weiß nicht, ich habe es ein bisschen als Kasperlverein auch erlebt. Es war einfach unnötig. Ich sehe keinen Sinn darin, dass junge Männer mit 18, 19 Jahren gezwungen werden, fast ein Jahr lang ein Auto zu putzen. Ja, und man hört es immer wieder, es kommen junge, hauptsächlich Männer vom Bundesheer raus und sagen, ja, was machst du jetzt weiter? Ich weiß das noch nicht. Das kann doch nicht sein, wenn ich 6 Monate Zeit habe. Da versagt doch dieses Instrument genauso, weil dann muss ich in die 6 Monaten Möglichkeiten bieten, irgendwas auszuprobieren, sich was anzuschauen, was zu vermitteln, was weiterzugeben. War nicht überhaupt die Frage mal, ob es das überhaupt noch geben soll? Ja, es gab mal die Frage, ob sie es abschaffen oder nicht. Und die alten Männer haben dafür gestimmt, dass wir es behalten. Ne? Das finde ich ist einfach hinausgeworfenes Geld. Ein Profi-Heer finde ich gut. Die Wehrpflicht sollte auch für Frauen eingeführt werden. Nein, sollte sie nicht. Es wird immer nach mehr Gleichberechtigung geschrien und dann gehört das für mich auch dazu. Manche Frauen, glaube ich, würden die Wehrpflicht seelisch gar nicht schaffen, weil mir da, also wie ich halt so gehört habe, nur angeschrien wird und alles eben so extrem ordentlich sein muss. Also die Frauen sollen verschont davon bleiben. Wenn wir schon nicht gleichberechtigt sind, ja, dann will ich... Aber das ist die Frage, wäre das dann nicht Gleichberechtigung? Wenn wir das auch machen müssten? Naja, stimmt doch. Es gibt Lücken, ja. Ja, eben, okay, aber deswegen nein, das sollten wir ausnutzen. Okay. Ich glaube, das ist unmöglich, das einzuführen. Da würde es viel zu viele Aufstände geben. Weil es kann ja auch sein, dass manche Frauen in dem Alter schon schwanger werden oder so und die müssen dann eben zu Hause bleiben bei den Kindern. Und warum sollten den Männern nicht auch genauso viel Zeit gestohlen werden, jetzt rein theoretisch? Aber es ist ja auf der anderen Seite auch wieder irgendwie... Das ist kompletter Schwachsinn, was hat das damit zu tun? Aber der Punkt ist, wenn das tatsächlich der Grund ist, dann ist es ja auch wieder eigentlich extrem frauenfeindlich irgendwo. Der größte Teil von den Frauen würde es einfach nicht. Und deswegen sollte auch keine Wehrpflicht jetzt da irgendwie... Da sollten schon die Männer... sehr stärkere Geschlecht, als wenn sie das die Männer antun. Zum Zivildienst sollten sowohl Männer als auch Frauen verpflichtet werden. Nein, ich finde, das sollte auf freiwilliger Basis bleiben. Als Mann kann ich genauso in Karenz gehen. Ich möchte bei meinen Kindern dann ja auch sein. Wieso soll das Frauen vorbehalten sein? Wieso soll der Zivildienst Männern vorbehalten sein? Weil im schlimmsten Fall gehen ja die Männer in den Krieg. Das war immer schon so. Also Männer sind einfach die Stärkeren, ist so. Zum Zivildienst sollten sowohl Männer als auch Frauen verpflichtet werden. Wenn sich das nicht interessiert, ist ein verlorenes Jahr, finde ich. Stimmt. Ich war selber beim Zivildienst, Feuerwehr. Gibt es genauso sicher Frauen, die sich dafür interessieren. Und wenn dann die Wehrpflicht für alle gilt, wäre das auch eine Option. Es wäre ein guter Ansatz, glaube ich auf jeden Fall. Anscheinend, was ich gehört habe, machen Frauen so und so gleich viel Zivildienst für Männer wie Männer, also im Laufe des Lebens. Deswegen gleicht sich das anscheinend aus, dass Frauen halt das freiwillig machen und Männer werden halt dazu verpflichtet. Ältere Leute immer dumm führen und so, das können auch durchaus Frauen, und wenn sie wollen, ist es keine schlechte Überlegung, dass man es auch eventuell verpflichtend macht zur Gleichberechtigung. Ich bin selber im Moment Zivildiener und es ist ehrlich gesagt unfair, wenn ich als Rettungssanitäter zu Familien komme und ich weiß genau, Mädchen müssen nichts machen. Wieso muss ich für den Staat arbeiten und andere nicht? Es ist irgendwo ungerecht. Ich kann meinen Lebensweg nicht so vollschreiten, wie ich möchte. Ich finde Zivildienst eine tolle Sache und im Sinne der Gleichberechtigung können wir Frauen natürlich auch Zivildienst machen. Und ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, was ähnlich ist wie Zivildienst.
Und mich hat das sehr, sehr bereichert und ich würde es jedem weiterempfehlen. Aber es kommt halt wirklich darauf an, wie das umgesetzt wird, weil es gibt schon auch Stellen oder Leute, die Zivildienst machen, wo sie echt den ganzen Tag nur Playstation spielen und vielleicht einmal am Tag eine alte Frau ins Krankenhaus bringen. Jeder, der das will, soll es machen, aber so jetzt wirklich eine Pflicht soll es nicht werden. Es gibt zu viele Freiheiten. Nein, Freiheiten kann es eigentlich nicht genug geben. Umso mehr Freiheiten ich habe, umso besser geht es mir. Natürlich kann man jede Art und Weise, kann man alles übertreiben. Und die Leute, was sie übertreiben, für das gibt es halt auch wieder Gesetze. Irgendwann, dann lernt man auch wieder so vielleicht vom Staat und auch von den Menschen, die dich dann wieder umgeben, dass eine gewisse Unfreiheit von dir verlangt wird. Wenn jemand glaubt, in diesem System nicht teilnehmen zu müssen, glaube ich, kann diese Person auch problemlos aussteigen. Zum Glück gibt es genug Freiheiten und zum Glück gibt es dann auch noch Tabus. Du kannst dir neue Freiheiten schaffen. Stell dir vor, du hättest schon alle Freiheiten, dann würdest du dich ja nicht mehr frei fühlen. Ich finde, es ist gut, dass man frei ist. Dadurch gibt man auch den Menschen mehr Verantwortung, dass er auch, finde ich, auch gut handelt. Klar, manche werden das missbrauchen, aber wenn man keine Freiheiten hat, dann macht man immer das, was man machen soll und dann irgendwann fängt man an zu rebellieren und dann will man das nicht machen. Und das ist dann, glaube ich, im Groß gesehen viel schlechter, als wenn man einfach den Leuten die Freiheit lässt und dann können sie entscheiden, was sie wollen. Und man kann ihnen halt nur, man kann sie bitten und denen sagen, dass sie schauen sollen, dass sie was Gutes damit machen mit ihrer Freiheit, dass sie was Gutes damit anfangen. Ich glaube, Freiheit ist gut und ich finde nicht, dass wir zu viele Freiheiten haben. Also ich persönlich finde nicht, dass es zu viele Freiheiten gibt, weil alles und jenes schon kontrolliert wird. Vor allem jetzt mit dem Internet und so, mit den ganzen Daten gibt es eigentlich kaum Freiheiten. Und zumindest die Freiheiten, wo wir glauben, wir sind frei, werden auch irgendwie kontrolliert. Fußballspielen verboten, Kaugummi kauen verboten, Hüte tragen verboten, was weiß ich. Hunde verboten, in der Wiese sitzen verboten. Immer wieder: Nein, das darfst du nicht machen, weil wenn was passiert, dann bin ich schuld. Nein, wenn mir was passiert, dann bin ich natürlich selbst schuld. Wir sollten dankbar für die Freiheit sein, die wir haben. Und selbst die Freiheiten, die eingeräumt werden, sind ja auch noch eingebunden in einen Rechtsstaat. Also blöd gesagt, ich mag einen Politiker nicht. Das kann ich bei uns öffentlich sagen, natürlich nicht beleidigend. In Nordkorea kommt man dafür ins Arbeitslager. Und das ist halt das, was Österreich für mich ausmacht. Wir haben die Freiheiten, wir dürfen das und das ist schön. Auf der anderen Seite gibt es leider viele Leute, die es ausnutzen. Das ist das Problem an der Freiheit. Ne? Freiheit im Sinne schon, ich kann jederzeit des Tages rausgehen auf die Straße, ohne daran zu denken, jemand wird mich umbringen oder so. Das finde ich das Größte sowieso. Freiheit zu reisen. Ich hatte 10 Jahre lang oder auch länger in Serbien während Sanktionen, während des Krieges keine Möglichkeit dazu. Und erst, wo ich in Österreich war, habe ich das Gefühl gehabt, wow, ich kann reisen, ich kann nach Italien, ich kann nach Frankreich. Also das war für mich persönlich eine Riesenbefreiung. Könntest du ohne das Recht zu wählen glücklich sein? Also natürlich kann man in seinem Alltag glücklich sein, auch wenn man nicht wählen kann, aber ich wäre einfach empört dauerhaft, dass ich nicht wählen kann. Ja. Also ich war noch nie wählen, also kann ich glücklich sein. Es ist wichtig, dass man wählt und seine Meinung sagt, aber mir ist trotzdem egal. Wenn man nicht wählt und nichts tut, dann passiert es halt und man hat nichts zu tun. Es kommt darauf an, wie unsere Politik wäre, wenn man nicht wählen könnte. Aber ich glaube, wenn eben alles so geregelt wird, dass es trotzdem das Sozialsystem gibt und es allen gut geht, dann natürlich könnte man glücklich sein. In Wirklichkeit können wir auch nicht wirklich entscheiden, was passiert, weil die Politiker sich sowieso immer drehen, wie sie wollen. Solange Menschen ihr Leben von Politik und Gesetzen bestimmen lassen, ist das Recht zu wählen sicher etwas Wichtiges. Aber ich glaube, dass es sicher bessere Systeme gibt, um das Zusammenleben von Menschen zu regulieren. Mehr Zufriedenheit für die Menschen erreicht wird, wenn sie ihr direktes Umfeld gestalten können und mit den Menschen in ihrem direkten Umfeld sich das Leben ausmachen, anstatt wenn man versucht, auf irgendeine Weise 8 Millionen Menschen zu repräsentieren. Das funktioniert halt einfach nicht. Und da spielen dann zu viele andere Interessen mit.
Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe zu wählen, weil es in anderen Ländern nicht so ist. Aber ich denke mir oft bringt es einfach nichts, wenn ich wählen gehe, weil sowieso immer was anderes passiert. Aber das ist eigentlich der falsche Gedanke. Also doch, ich kann ja trotzdem glücklich sein. Ja, wir können uns glücklich schätzen, vielleicht so, Ja, dass stimmt. wir in Österreich wählen. Wenn man es nicht hat und andere haben es, dann ist, glaube ich, eine Ungleichheit. Also ich hatte jahrelang jetzt in Österreich kein Recht zu wählen, weil ich keine Staatsbürgerschaft hatte. Ich war trotzdem glücklich. Wählen in der Form, wie sie heutzutage ist, eine Form von etwas das Klo runterspülen, weil du wählst etwas, was der andere dir verspricht, aber nicht einhalten muss. Ganz genau. Wenn man eine Regierung hat, die die Meinungen des Großteils von dem Land wirklich vertritt und auch umsetzt, könnte man, denke ich, schon glücklich sein. Aber ich glaube, das kommt sehr selten vor. Deswegen glaube ich schon, dass das Recht zu wählen extrem wichtig ist. Eins der größten Errungenschaften der Menschheit, dass wirklich jeder wählen kann, muss man ausüben können.